Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich dieses herrliche dreieckige Tuch für euch entworfen und gehäkelt. Es kann auf beiden Seiten getragen werden und das Muster besteht nur aus 2 Reihen, die stets wiederholt werden. Das ist also ein wunderbares Fernsehprojekt, denn diese 2 Reihen habt ihr im Nu verinnerlicht. Ganz toll ist, dass ihr am Ende keine Abschlussreihe am Halsrand häkeln müsst, weil diese bereits während des Häkelns entsteht. Dadurch hat der Halsrand auch immer die gleiche Farbe wie das Tuch. Ich habe das Tuch für den Sommer aus vierfädigem Bobbelgarn gehäkelt, welches mir vom Schwarzwald Woll Outlet zur Verfügung gestellt wurde. An dieser Stelle sende ich ein herzliches Dankeschön und liebe Grüße an Oliver Meissner-Thiel und sein Team. Richtwerte zum Verbrauch sowie viele andere wichtige Hinweise findet ihr immer im Anfangsbereich des Videos. Auch die Größe des Tuchs könnt ihr selbst bestimmen, indem ihr einfach mehr oder weniger Reihen häkelt. Wie gesagt, es werden immer nur 2 Reihen wiederholt. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Wir sind 50.000. Die Häkelnadel ruht nie lang. Ihr Klicken ist ein wunderbarer Klang. Das entstehende Werk bringt Freude dir. Mach mit und häkle mit mir. Schick und Karin. Dieses Projekt kann mit unterschiedlichen Materialien gehäkelt werden. Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle. Achtung, die Verwendung völlig anderer Materialien ändert den Verbrauch. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Das Tuch wird aus einem Anfangsring beginnend an der Halskante durch Zunahmen am Anfang und Ende jeder Reihe sowie in der Tuchmitte entwickelt. Das von mir verwendete Ersatzstäbchen bietet aus meiner Sicht folgende Vorteile. Der Rand des Häkelstücks ist stabiler. Ein musterbedingter Rollrand lässt sich später leichter in die gewünschte Form bringen. Das Stäbchen passt besser ins Maschenbild. Das Stäbchen hat einen schönen Maschenkopf, in den man in den Folgereihen leicht einstechen kann. Meine Anleitungen sind von Anfang bis Ende wohl durchdacht und genau erklärt. Die meisten Fragen beantworten sich erfahrungsgemäß von selbst, wenn man das Video aufmerksam und zur Gänze anschaut. Für berechtigte Fragen stehe ich gerne und ausschließlich via Kommentarfunktion sowie in meiner Facebook-Gruppe Schick Umgang mit Karin zur Verfügung, sobald es meine Zeit erlaubt.
Für Änderungen des Designs, der Machart, des Musters oder andere Sonderwünsche stehe ich grundsätzlich nicht zur Verfügung. Ich zeige euch das Tuch mit einem Wollrest, weil ich das Tuch schon begonnen habe. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm und im Original einen vierfädigen Bobbel. Das könnt ihr auf der Materialseite nachlesen. Wir beginnen mit einer Anfangsschlinge. Wir häkeln 5 Luftmaschen. Wir schließen mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zur Runde. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in den Ring, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen und ich häkle noch ein Stäbchen in den Ring. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber, damit wir den Ring später zusammenziehen können. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen in den Ring. Noch einmal 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen in den Ring. Noch einmal 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in den Ring. Sieht so aus, wir haben 2 Stäbchen, 3 Stäbchen, 3 Stäbchen, 2 Stäbchen und wir wenden die Arbeit. Ich häkle am Anfang der Reihe eine Luftmasche und eine Kettmasche in die Lücke. Dann häkle ich das Ersatzstäbchen in die Lücke. Und noch ein Stäbchen in die Lücke. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen und noch 2 Stäbchen in die Lücke. Dann häkeln wir eine Luftmasche und wir häkeln ins mittlere Stäbchen eine Zweiernoppe. Wir holen einen Umschlag, wir holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden noch einmal durchholen, alle Fäden abmaschen, sodass 2 auf der Nadel bleiben. Die maschen wir zusammen ab. Eine Luftmasche und hier ist die Spitze des Tuchs. Hier häkeln wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Eine Luftmasche, ins mittlere Stäbchen eine Zweiernoppe häkeln, eine Luftmasche und in die letzte Lücke häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Und wir wenden die Arbeit. Wir häkeln eine Luftmasche und eine Kettmasche in die Lücke. Dann häkeln wir das Ersatzstäbchen in die Lücke und noch ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir hier die 2 zugenommenen Stäbchen aus der Vorreihe. Auch hier häkeln wir in jede Masche ein Stäbchen
und dann in die Lücke ein Stäbchen, in den Kopf der Noppe ein Stäbchen, in die Lücke ein Stäbchen, 2 Stäbchen auf die zugenommenen Stäbchen der Vorrunde und dann die Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. In dieser Reihe kommen zwischen den Lücken 11 Stäbchen zusammen. In jeder Stäbchenreihe erhalten wir 8 Stäbchen mehr als in der vorhergehenden Stäbchenreihe. Und auch hier genau schauen, auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen häkeln, ein Stäbchen in jede Lücke, auch in den Kopf der Noppe ein Stäbchen häkeln, ein Stäbchen in die Lücke, auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke. Das sind sozusagen die beiden Musterreihen, die werden nun stets wiederholt. Jede Reihe beginnt mit einer Luftmasche und einer Kettmasche in die Lücke, dann häkeln wir das Ersatzstäbchen in die Lücke und noch ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch 2 Stäbchen in die Lücke. Und dann häkeln wir wieder eine Reihe mit Noppen. Die beginnt mit einer Luftmasche, eine Masche auslassen, eine Zweiernoppe häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, eine Zweiernoppe häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, eine Zweiernoppe häkeln, in jede zweite Masche häkeln wir eine Zweiernoppe, dazwischen immer eine Luftmasche. Die Anzahl schreibe ich euch oben in die Ecke. Am Ende bleibt ein Stäbchen übrig, das überspringen wir mit einer Luftmasche und häkeln die Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wir beginnen mit einer Luftmasche, eine Masche auslassen, eine Zweiernoppe häkeln, eine Luftmasche und wieder eine Zweiernoppe, und es müssen sich immer auf beiden Seiten gleich viele Noppen ergeben. Hier unten hatten wir nur eine Noppe, hier haben wir 5. Das bedeutet, in jeder Noppenreihe kommen 4 Noppen dazu. Und wir häkeln in jede zweite Masche eine Zweiernoppe, dazwischen immer eine Luftmasche. Wir landen immer auf dem vorletzten Stäbchen. Das müssen wir noch mit einer Luftmasche überspringen und am Ende der Reihe häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und wir erhalten eine schöne Muschelkante und müssen später hier keine Abschlussreihe mehr häkeln, sondern einfach immer die beiden Reihen wiederholen. Und wir wenden die Arbeit. Wir starten auch in der Stäbchenreihe mit einer Luftmasche und einer Kettmasche in die Lücke. Dann häkeln wir das Ersatzstäbchen.
und noch ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch 2 Stäbchen in die Lücke. Und in der Stäbchenreihe genau schauen, wir beginnen auf den zugenommenen Stäbchen der Vorreihe. Wir häkeln also auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen, in jede Lücke ein Stäbchen und in jede Noppe ein Stäbchen. Hier müsst ihr genau arbeiten, damit sich das Muster in der nächsten Reihe wieder ausgeht. Und wie gesagt, in jeder Stäbchenreihe habt ihr 8 Stäbchen mehr als in der vorhergehenden Stäbchenreihe. So könnt ihr eure Anzahl immer kontrollieren. Und wir häkeln bis zur Lücke hin und in die Lücke häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und wir häkeln wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, in jede Lücke ein Stäbchen und auf jede Noppe ebenfalls ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe nie vergessen, in die Lücke 2 Stäbchen häkeln, dann 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke. Das Ganze sieht im Moment so aus. Diese Kanten dürft ihr ein bisschen stretchen. Das Tuch geht eher in die Breite und wird eher flach. Und ich zeige euch beide Reihen noch einmal. Die werden dann stets wiederholt. Wir beginnen immer mit einer Luftmasche und einer Kettmasche in die Lücke. Wir häkeln das Ersatzstäbchen in die Lücke und noch ein Stäbchen in die Lücke. Dann 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke. Und die Noppenreihe beginnt mit einer Luftmasche, eine Masche auslassen, eine Zweiernoppe häkeln, immer eine Luftmasche und in jede zweite Masche eine Zweiernoppe häkeln. Und das machen wir bis zur Spitze und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Spitze angekommen. Die Noppenreihe dürft ihr immer ein bisschen stretchen, die zieht ein bisschen zusammen. Wir landen immer auf dem vorletzten Stäbchen. Dann häkeln wir eine Luftmasche, dann häkeln wir die Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Dann wieder mit einer Luftmasche beginnen, eine Masche auslassen und wieder mit den Zweiernoppen beginnen. Und wie gesagt, in jeder Noppenreihe erhalten wir 4 Noppen mehr als in der vorhergehenden Noppenreihe. Das dient zur Kontrolle. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir landen immer auf dem vorletzten Stäbchen. Hier brauchen wir noch eine Luftmasche. Dann häkeln wir das Ende mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und wir wenden die Arbeit und die Stäbchenreihe beginnt ebenfalls mit einer Luftmasche, einer Kettmasche in die Lücke,
das Ersatzstäbchen in die Lücke häkeln, noch ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, noch 2 Stäbchen in die Lücke und dann, sehr wichtig, auf den zugenommenen Stäbchen der Vorreihe beginnen. Die dürfen nicht übersprungen werden. Dann in jede Lücke ein Stäbchen und in jede Noppe ein Stäbchen. Und in der Stäbchenreihe müsst ihr immer 8 Stäbchen mehr haben als in der vorhergehenden Stäbchenreihe. Und an der Spitze des Tuchs sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch bei der Spitze ganz wichtig, auf die zugenommenen Stäbchen häkeln bis hin zur Lücke. Dann die Spitze häkeln mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und sofort nach der Spitze wieder mit 2 Stäbchen beginnen und dann in jede Lücke ein Stäbchen und auf jede Noppe ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch hier müsst ihr genau schauen, bis zur Lücke hin Stäbchen häkeln, dann 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Und wie gesagt, diese beiden Kanten eher stretchen und jetzt werden immer dieselben 2 Reihen wiederholt, bis das Tuch die gewünschte Größe erreicht hat. Eine schöne Seite gibt es hier eigentlich nicht. Das Tuch sieht auf beiden Seiten schön aus. Ihr könnt selbst entscheiden, welche Seite euch besser gefällt. Und eine Abschlusskante brauchen wir auch nicht. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr entweder mit einer Reihe Noppen oder mit einer Reihe Stäbchen enden. Auch das bleibt euch überlassen. Und wenn euer Tuch die gewünschte Größe erreicht hat, müsst ihr nur noch die Fäden vernähen und dann ist unser tolles Tuch fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.